Willkommen zur 4. Runde dieses Dropfleet Battle Reports. Hier seht ihr das Schlachtfeld, wie es bis jetzt ist. Shaltari in grün, Scourge in violett. 4. Runde. Scourge führt mit 3 Punkten. Hier also die erste Gruppe. Die Scourge bringen ihre Battleships mit 30. Die Shaltari bringen eines Mothership mit 18 Punkten. Übrigens, die Shaltari haben eine Battlegroup weniger, weil die wurde schon komplett ausgelöscht. Die Shaltari wollen beginnen. Nun also. Dieses Void Gate hat einen Standardorder gemacht, ist ein bisschen nach vorne. Dieses Void Gate hat einen Standardorder gemacht, ist ein bisschen nach vorne. Und dieses Void Gate hat auch Standardorders gemacht. Der Granite Cruiser hat Weapons Free angesagt und wird gleich auf das Battleship feuern. Der Granite hat Weapons Free angesagt, wird gleich auf dieses Battleship feuern. Das Mothership hat einen Standardorder gemacht und wird auf das Battleship feuern. So sieht's aus. Die geballte Feuerkraft von dem Granite Cruiser, und dem Mothership haben hier insgesamt 8 Schaden zugefügt. Das Void Gate konnte noch einen Schaden zufügen, das Schiff ist gecribbelt, hat nochmal ein paar Schaden abbekommen, es hat Orbital Decay und die Engines sind defekt. Es ist ziemlich am Ende. Ja. Der Granite Cruiser konnte mit seinen Close Action Weapons noch hier die eine Fregatte ausschalten, die HP. Das war's. Auch dieser Torpedo, der Scourge, konnte die Schilde leider nicht überwinden und hat keinen Schaden verursacht. Beide Battleships haben ihre Standardorder benutzt. Das Battleship wird hier auf den Supercarrier feuern und das Battleship wird auf die Void Gates feuern. Ja, so sieht die Sache aus. Das Battleship hat den Supercarrier aus dem Spiel katapultiert. Bei der Explosion hat hier der Battlecruiser noch 2 Damage abbekommen, aber sonst ist da nicht viel passiert. Das Battleship hat hier keinen Schaden verursacht, aber hier konnte es noch 2 Damage auf das andere Battleship legen. Ja. Damit kommen wir zur zweiten Battlegroup. Hier sind es die HP-Fregatten, eine 3. Hier sind es die Korvetten, die noch am Leben sind, eine 4. Scourge wollen anfangen. Ja, wenn man meinen persönlichen Plan wissen wollte, eigentlich hatte ich darauf gewettet, dass die Shaltari gewinnen würden, aber die HP-Fregatte hat eben den Battlecruiser aus dem Spiel genommen. Tja. Ach, die Bomber haben der HP-Fregatte ein Damage zugefügt. Die 2 Korvetten der Shaltari machen Station Keeping Order und feuern jetzt auf das Battleship. Die Korvetten haben dem Battleship ein Damage zugefügt. Mehr war nicht drin. Die nächste Battlegroup sind die Korvetten der Scourge mit einer 6. Und die Azerite Cruiser mit einer 13. Die Scourge wollen anfangen. Die Korvetten haben einen Curse Change gemacht und feuern jetzt auf das Battleship. Das Battleship konnte jeglichen Schaden abschlagen mit seinen Schilden. Dank Shield Boost war das hier tatsächlich der Fall. Das Void Gate hat Standardorders gemacht. Der Azerite Cruiser hat Curse Change gemacht und feuert auf das Mothership. Der andere hat Curse Change gemacht und feuert auf das Battleship.
Die Azurite Cruiser haben saubere Arbeit geleistet. Der hier hat das Mothership rausgenommen und mit Close-Action-Waffen die HP-Fregatte. Der hier hat das Battleship in die Luft gesprengt. Dabei hat das Mothership hier einiges abbekommen und sogar Orbital Decay. Das heißt, das wird schwierig, ob das noch funktioniert. Ja, in dieser vierten heftigen Runde gibt es eine 22 für die Scourge. Oh, und eine 22 für die Shaltari. Beide haben schon ihren Commander verloren. Darum entscheiden die Würfel. Shaltari eine 6. Scourge eine 3. So. Und Shaltari wollen natürlich beginnen. Die Opal-Fregatte hat sich hier mit Standard-Orders hier rüber bewegt. Und der Jade Heavy Cruiser hat sich mit Standard-Orders dorthin bewegt und wird jetzt hier bombardieren. Der Jade Heavy Cruiser hat hier wieder bombardiert und hat mittlerweile der Militärbasis schon 4 Schaden gemacht, aber die Infanteristen haben nichts abbekommen. Der Hydra Carrier hat noch einen Damage abbekommen und das war's. Das Manticore Battleship hat hier einen Curse Change vollzogen und wird jetzt gleich versuchen, auf das Void Gate zu feuern. Und die Close Action Weapons werden auf den Azurite Cruiser abgefeuert. Und die Skylar Fregatten haben auch einen Curse Change gemacht. Und die werden jetzt auf das Mothership feuern. Gut, also ich würde sagen, Runde 6 sieht sehr kritisch aus. Der Battlecruiser hat den Azurite Cruiser rausgeschossen und er hat das Void Gate, das in der Atmosphäre war, auch zerstört. Die Skylar Fregatten haben das Mothership zerstört. Tja, nur noch Wrackteile auf diesem Feld. Hier also die nächste Gruppe, das wären 15 Punkte die Hydra Carrier für die Scourge, 30 Punkte die Battleships für die Shaltari. Die Scourge wollen beginnen. Die Hydra Carrier haben beide einen Curse Change gemacht und werden jetzt auf den hier feuern. Ja, beide Carrier haben getroffen und 4 Schaden verursacht. Und der hier hat den Close Action Weapons noch hier beim Heavy Cruiser 2 Schaden verursacht. Das Shaltari Battleship hat einen Curse Change vollzogen, hier in die Mitte hin bewegt und wird jetzt auf den Hydra Carrier feuern. Und da war's. Der Hydra Carrier ist mit einem großen Boom vom Feld gegangen. Das Void Gate hat noch ein Damage abbekommen und der Jet Heavy Cruiser hat noch 2 Damage abbekommen. Der Super Heavy Particle Lance. Diese Waffe ist mehr wert als 3 Torpedos. Locker. Also das Diamond Battleship hat echt ordentliche Firepower. Die Scourge haben alle ihre Truppentransporter verloren, darum ist diese Battlegroup nicht mehr im Spiel. Die Shaltari haben auch ihr Mothership und ihren Carrier verloren und die 3 Void Gates, deshalb ist auch diese Battlegroup nicht mehr im Spiel. Damit sehen wir jetzt das Schlachtfeld nach der 4. Runde, bevor jetzt die Launcher-Sets zum Einsatz kommen. Ja, ein riesengroßes Gemetzel. Das waren wirklich nur noch Aufräumaktionen diese Runde. Und es bleibt spannend. Ich habe den Überblick verloren. Bis wir die Punkte zählen, kann ich noch nicht viel dazu sagen. Jetzt schauen wir erstmal, wer muss beginnen. Shaltari, eine 3. Scourge, eine 1. Scourge müssen mit ihren Launch-Sets beginnen.
Ja, es bleibt spannend. Die Schaltari konnten jetzt ihren Trumpf ausspielen, was die Spezialität ihrer Gateways angeht. Die Schaltari haben am Anfang hier und hier relativ viele Truppen gebunkert aus dem sicheren hinteren Bereich. Jetzt können sie diese Truppen über ihre Gates einfach woanders hinschicken. Die Scourge waren zuerst dran und konnten deshalb eigentlich super gut agieren. Sie konnten ihre Truppen splitten auf 2 Sektoren oder hier sogar auf 3 Sektoren. Und solange jemand einen Sektor besitzt und jemand anders einen Sektor besitzt, bekommt keiner die volle Punktzahl. Also musste der Schaltari-Spieler eigentlich versuchen, alle Sektoren zu halten. Da fällt mir gerade ein, der Schaltari-Spieler sollte dadurch auch klug spielen. Er nimmt hier noch den Sektor. Denn wenn er mehr Sektoren alleine hat als der Gegner, oh, der muss alle haben, das muss ich noch nachlesen. Dann bekommt er diesen Sektor. Jetzt ist hier allerdings noch eine Anti-Ship-Batterie und die können versuchen, noch diese Truppen abzuschießen. Der Carrier hat alle seine Bomber auf das Battleship geschickt und die Schaltari haben keine Fighter und Bomber mehr. Jetzt werden also diese 2 Gebiete abgehandelt. Die Bomber der Scourge konnten dem Battleship 2 Damage zufügen, aber es ist noch da. Es ist noch nicht abgestürzt. Die Schaltari haben es geschafft, hier 4 Panzergarnisonen zu landen. Ein Panzertocken wurde abgeschossen. Der Rest macht sich jetzt zum Kampf bereit. Den Nahkampf konnten die Schaltari für sich entscheiden. Ein einziger Infanterist der Scourge hat noch überlebt. Was das im Einzelnen bedeutet, werde ich später noch nachschauen. Das Battleship konnte seine Sensoren reparieren. Und damit sind wir schon beim Critical Location. Die Critical Location bekommen Scourge. Die Critical Location bekommen Scourge. Die Critical Location bekommen Schaltari. Und die Critical Location bekommen Schaltari. Das bedeutet also Schaltari +2, Scourge +2. Scourge sind also immer noch 3 Punkte vorne. Und das ist dann das Ende der 4. Runde. Damit in die 5. Runde und mal schauen, ob es noch eine 6. gibt. Die Scourge beginnt mit einer 6 und die Schaltari beginnen mit dem Battleship einer 30. Die Scourge wollen anfangen. Die Scourge-Korvetten haben sich dazu entschieden, mit Standard Orders hier runter zu cruisen, sind jetzt im Low Orbit, bedrohen aber hier das Void Gate dementsprechend. Falls das Void Gate hier rüber wechseln will, falls wir nochmal eine 6. Runde haben, dann können diese Fregatten immer noch eine Bedrohung für dieses Void Gate darstellen. Aber jetzt gerade können sie noch nicht darauf feuern. Das Schaltari Battleship hat wieder einen Curse Change veranstaltet, ist hier runtergeflogen, will die Critical Location streitig machen und wird jetzt hier den Battlecruiser der Scourge unter Beschuss nehmen. Oder den Carrier, das muss ich noch entscheiden. Gut, das Battleship hat sich dafür entschieden, auf den Carrier zu schießen und konnte 3 Damage verursachen. Damit ab zur nächsten Battlegroup. Die 15, die Carrier. Und hier die 13. Die Schaltari möchten beginnen. Der Azurite Cruiser hat einen Curse Change gemacht. Und das Void Gate auch. Dann hat er hier auf die Skylla-Fregatte geballert und hat sie zerstört. Der Carrier hat ein Standardmanöver ausgeführt und wird jetzt auf den Azurite Cruiser feuern
und mit den Nahkampfwaffen auf das Battleship. Der Carrier hat es geschafft, den Azurite Cruiser auszuschalten, aber die Nahkampfattacken beim Battleship haben nichts erbracht. Und weiter geht das Spielchen. Eine 22. Eine 4. Demnach beginnen die Schaltari. Die Scourge-Korvetten haben einen Curse Change veranstaltet, sind jetzt im Low Orbit und werden auf den Carrier feuern. Die Korvetten haben wunderbare Arbeit gemacht. Der Carrier hat 3 Schaden erhalten, ist gecrippelt und jetzt sind die Weapons offline. Das bedeutet auch Launcher Sets sind offline. Das heißt, der Carrier kann jetzt gleich dann später keinerlei Bomber einsetzen, diese Runde. Der Battlecruiser der Scourge macht Station Keeping und wird auf das Voidgate und auf das Battleship ballern. Die Skylla-Fregatte wird auf die Korvetten schießen. Und damit geht das zweite Battleship, der Schaltari. Der Battlecruiser hat das Battleship in Schutt und Asche gelegt. Die Explosion des Battleships hat den Hydra-Carrier der Scourge mitgenommen. Die Skylla-Fregatte konnte keinen Schaden verursachen. Ja, es sind immer noch Battlegroups da. Das verbliebene Battleship der Scourge, die 30 und die Granite Cruiser mit einer 18. Demnach Schaltari entscheiden sich dafür, dass Schaltari beginnen. Die Schaltari beziehen Stellung. Der Granite Cruiser hier ist mit Standard Orders hier hin, damit er die Critical Location hat und wird jetzt auf die Korvette schießen. Der Granite Cruiser hier ist auch mit Max Trust diesmal hier nach vorne für die Critical Location. Und das und das Voidgate, die haben Standard Orders gemacht, minimale Bewegung und das war's. Ja. Der Granite Cruiser hat die Korvette zerstört. Der Granite Cruiser hat hier 1 Damage verursacht und der hat mit Close Action hier noch 1 Damage verursacht. Das Scourge-Schlachtschiff hat den Schaltari zum Schluss wirklich noch herbe Verluste zugefügt. Es ist hier rüber gecruised mit Curse Change. Es hat den Granite Cruiser in die Luft gesprengt und dann noch mit Close Action Weapons die Opal-Fregatte. Die Critical Location gehört jetzt nicht mehr den Schaltari und die mittlere auch nicht. So. Die Scourge haben keine Battlegroup mehr, die wurde vernichtet. Die Schaltari haben noch ihre Vanguard Battlegroup, die jetzt quasi sofort zum Einsatz kommt. Da ist zwar auch nur noch der Jet Heavy Cruiser, mehr ist da nicht mehr übrig. Der Jet Cruiser hat ein Curse Change Manöver durchgeführt, hat Shield Up gemacht und wird jetzt hier bombardieren. Ja, also das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Aber die Jet Class Heavy Cruiser Variante hier hat es geschafft, alle Infanterie-Tokens der Scourge rauszubomben. Der Cluster ist leer. Er wurde gesäubert. Damit seht ihr jetzt hier das Schlachtfeld am Ende der 5. Runde, bevor die Launcher-Sets zum Einsatz kommen, wobei, ehrlich gesagt, es gibt keine Launcher-Sets mehr. Die Schaltari haben noch Void Gates. Damit können sie jetzt noch Truppen verlegen, wobei das auch ein bisschen hinfällig ist. Ja, und das war's. Das heißt, es passiert nichts in der Launcher-Set-Phase. Hier nicht, hier nicht. Es wird hier einen kleinen Ground Combat geben. Und das war's.
In der Repair-Phase gibt es auch nichts zu reparieren. Entweder sind die Schiffe kaputt oder nicht. Also nach diesem kleinen Combat gibt es direkt die Critical Location Abrechnung. Wie zu erwarten, haben die Shaltari hier den Ground Combat gewonnen. Ja. Jetzt ist es so, dass wir Critical Locations zählen. Hier die Scourge, hier die Scourge, hier keine. Hier Shaltari, hier Shaltari. Also Scourge plus 2 Punkte. Shaltari plus 2 Punkte. Scourge sind immer noch um 3 Punkte vorne. Damit ist die 5. Runde zu Ende und wir erleben tatsächlich noch eine wahrscheinlich relativ schnelle 6. Runde. So, also. Die Scourge beginnen mit einer 6 und die Shaltari beginnen mit einer 22. Und die Scourge möchten beginnen. Die Scourge haben gesehen, was dieser Bombardment Cruiser anstellen kann und haben dementsprechend Angst vor ihm. Die Korvette ist hier mit Curse Change rübergeflogen und wird jetzt den Cruiser angreifen. Auch wenn der Erfolg, dass dieser Cruiser wirklich schweren Schaden erleidet, relativ gering ist. Unglaublich, so viel Glück muss man erstmal haben. Die Korvette hat dem Jet Cruiser ein Damage gemacht. Der Jet Cruiser ist danach gekribbelt und hat Weapons offline. So, das heißt, der Cruiser kann nicht bombardieren. Er ist zwar nicht zerstört, aber deutlich außer Gefecht gesetzt. Mal sehen, was noch passiert. Die Scourge bringen ihr Battleship mit 30 Punkten. Und die Shaltari bringen ihre Korvettes mit 4 Punkten. Und die Shaltari wollen starten. Die Shaltari-Korvetten sind mit einem Standardmanöver hier hingeflogen und werden jetzt den Battlecruiser attackieren. Der Battlecruiser hat 4 Schaden erlitten, ist gekribbelt, nochmal 2 Damage und Armor ist dauerhaft zerstört. Yep, es ist letzte Runde und das Scourge Battleship schiebt sich nach vorne, macht Weapons Free. Mal sehen, was hier jetzt noch überlebt. Ja, Schilde bewirken Wunder. Trotzdem, das Battleship hat hier 2 Damage verursacht und hier 1 Damage. Immerhin etwas verbucht. Die letzte Gruppe der Scourge wäre dann noch die grüne Gruppe. Und die vorletzte Gruppe hier sind die Granite Cruiser. Und die Shaltari wollen anfangen. Das einzige Wichtige, was hier noch passiert ist, ist eigentlich, das Voidgate ist in den Low Orbit gewechselt und hat hier jetzt die Critical Location. Die letzte Gruppe hier ist auch nur noch ein Voidgate. Dafür muss man jetzt nicht extra noch eine Runde nachsetzen. Darum, das ist jetzt das Schlachtfeld am Ende der 6. Runde. Es wird kein Ground Combat mehr geben, es gibt auch keine Launcher-Sets mehr, die gestartet werden können. Repair ist auch überflüssig, weil es gibt keine Runde mehr. Also werden jetzt Critical Locations gecountet, oder? Das heißt, hier Shaltari, hier Scourge, Scourge, Shaltari, Shaltari. Das heißt, Shaltari bekommen 3 Punkte. So. Und Scourge bekommen 2 Punkte. So. Genau. Und jetzt Clusters. Scourge 1 Victory Point. 5 Victory Points. Also. Scourge 6 Cluster Points. Shaltari 3 Victory Points.
1 Victory Points, 5 Victory Points und 3. Das heißt 12. 12 Clusterpunkte. Damit hat Schaltari plus 4 Points. Schaltari sind die eindeutigen Sieger dieser großen Schlacht. So, gerne noch ein paar Nachworte zu diesem Spiel. Bis zum Schluss war mir jetzt nicht klar, dass Schaltari gewinnen würden, weil immerhin hatte Scourge auch hier den Cluster. Und hätten sie den behalten, wären sie jetzt um einen Punkt in Führung. Also wieder ein total oberknappes Spiel. Selbst mit diesen heftigen Verlusten. Wobei man sieht hier, dass Schaltari und Scourge sehr offensiv sind. Scourge sind schnell und Close-Action-mäßig. Schaltari sind eher etwas langsamer, aber dafür haben sie Waffen, die 100%ig treffen, die kritische Schaden verursachen. Schaltari haben einen großen Vorteil gegen Scourge. Die Close-Action-Regel mit Scald geht gegen Schilde nicht. Gegen Armor ja, aber Schilde sind immun gegen diese Sonderregel. Darum haben Schaltari gegen Scourge eigentlich einen Extraschutz, wenn man so möchte, im Vergleich zu anderen Rassen. Die Scourge hatten hier mehr Launcher-Sets dabei für Ground-Tokens und auch für Fighter und Bomber. Trotzdem hatten die Schaltari hier sich behaupten können, und zwar wegen ihrem genialen Ground-Deploy-System. Die Schaltari können jederzeit hinten ihre Truppen aufbauen und sammeln und dann später einfach nach vorne beamen. Das ist wirklich ein großer Vorteil für die Schaltari. Darum auch wirklich genug Void Gates dabei haben, die braucht man auf jeden Fall. An sich bin ich jetzt nicht so der Verfechter davon, dass man wirklich Tonnen von Transportschiffen oder Strike Carrier mitnehmen sollte. Die Scourge hatten 3 Truppenschiffe und 1 Strike Carrier. Wobei Truppenschiffe sind wirklich deutlich höher zu bewerten. Zumindest solange man nicht gegen Schaltari kämpft, ist es immer sehr toll, wenn man jetzt viele Truppen hat. Zum Beispiel ein Transportschiff, 6 Infanteristen, man verteilt sie auf alle Sektoren. Dann muss der Gegner sich deutlich bemühen, um auch wirklich alle Sektoren wieder freizuräumen, weil sonst behält er nicht die volle Punktzahl für diesen Cluster. Das ist ein Problem. Für Schaltari nicht, das hat man hier deutlich gezeigt. Wenn die genug Truppen in der Hinterhand haben, dann können sie so ein Cluster relativ schnell säubern. Schaltari haben auch die meisten Armor-Tokens, die Panzer. Die können immer Panzer platzieren. Da hätte natürlich Scourge eindeutig mehr Strike-Carrier gebraucht, aber Schaltari haben fantastische Bombardmentschiffe. Der Jet Cruiser hat eine extreme Reichweite, um Cluster zu bombardieren, was man auch gemerkt hat. Es waren hier deutlich die Würfel öfter mit Glückstreffern im Spiel, aber auch hier die Scourge Battlecruiser, das sind wirklich die Top-Schiffe, das sind die besten Schiffe, die Scourge zu bieten hat. Wenn ich jetzt hier nicht einfach eine Liste gemacht hätte, die so die Gesamtheit der Armee zeigt, würde ich definitiv mehr Battlecruiser mitnehmen als Battleships oder sonstige Cruiser bei Scourge. Scourge waren jetzt hier relativ stark mit Cruiser vertreten. Ich habe relativ wenig Fregatten dabei gehabt. Schaltari auch eher mehr Cruiser dabei als Fregatten. Wobei das muss nicht unbedingt so sein. Beide haben auch relativ starke Fregatten im Angebot. Ich hoffe wie immer, es hat euch gefallen. Ihr habt Einblicke in die 2 Fraktionen erhalten, in ihre speziellen Techniken. Das war eigentlich das Ziel dieses Battle Reports, um zu zeigen, einerseits auch, wie knapp es wieder ausgegangen ist. Am Schluss lag es wieder im mittleren Cluster. Wenn der Jet Cruiser es nicht geschafft hätte, den frei zu bomben, dann hätten Scourge gewonnen. So einfach ist das. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Oder eigentlich 2. In der ersten Runde sind
die Scourge-Transporter mit Max Trust ins Spiel gekommen. Es ist einfach so, man kann keine Bodentruppen landen und auch keine Bomber und Fighter starten, wenn man Special Orders ausführt, bei denen man keine Waffe einsetzen kann. Demnach hätten die Troopships in der ersten Runde keine Truppen platzieren können. Das macht aber keinen großen Unterschied. Spielentscheidend war das nicht, ob sie in der ersten oder zweiten Runde platziert worden wären. Die Shaltari konnten schon in der ersten Runde die Bulkländer abschießen, da ihre Void Gates auch schon nach vorne gecruised sind. Das andere, was tatsächlich ein Fehler war, ist, die Granite-Cruiser waren ein Squad und hätten nicht geteilt werden dürfen. Das ist tatsächlich ein Formfehler, ein Spielfehler von mir, den ich eigentlich erst relativ am Schluss festgestellt habe. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.